Willkommen, Schwester. Mein Name ist Simon Rita. Ich bin hier in Stuttgart von der Tempeltour und ich bin hier mit Annette. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im Ganesha Mobil. Wir sind hier auf dem Campingplatz in Stuttgart. Hab versucht, mich so hinzustellen, dass ein bisschen grün im Hintergrund ist. Wir durften hier am letzten Freitag Tempelabend feiern und gestern hatten wir eingeladen zu einem Initiationstag und heute habe ich Annette zu mir eingeladen in das Ganesha Mobil. Annette ist die Hüterin vom Tempel hier und hat auch den Initiationstag und den Tempel organisiert und noch ganz, ganz vieles mehr. Das werden wir jetzt ein bisschen darüber sprechen in den Schwesterngesprächen. Und ich würde gerne beginnen, von dir zu erfahren. Du weißt schon die allererste Frage. Kannst du dich erinnern, wie du das allererste Mal den Tempel also die Tempelarbeit von Awakening Woman von Shamali kennengelernt hast? Und wo war das und wie hat sich das angefühlt? Ja, also ich war auf der Suche nach einem Angebot, was ich von zu Hause aus machen konnte. Und dann bin ich auf die Seite von Awakening Woman gestoßen. Und zu dem Zeitpunkt wurde gerade eine Online-Sadhana angeboten über Maria Magdalena. Ah. Und das Bild, was als dort in der Einladung war, das war ein Bild, mit dem ich schon in der früheren Zeit einfach gearbeitet hatte. Und es hat mich einfach sehr angesprochen, es hat mich sehr angezogen. Und dann habe ich mich angemeldet und so habe ich AWI und die Schwesternschaft und die Arbeit, die Praxis einfach kennenlernen dürfen. Und ich habe mich damals so gewundert, wie intensiv das ist, obwohl das online ist. Wie viel Kraft ich da gespürt habe und wie das getragen war von der Energie, die mir einfach sehr, die ich als sehr nährend und sehr wohlwollend, ja, und auch sehr tragend empfunden habe. So ein Fundament einfach, was schon da war und dass ich mich da habe so wiederfinden können. Das war so die erste Berührung. Vielleicht für diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, was eine Online-Sadhana ist. Das sind 21 Tage, wo wir gemeinsam praktizieren, wo du täglich Sutras, Aufgaben, Übungen bekommst. Und es gibt auch dann die Live-Retreats zusammen mit Shamali. Und wir werden dann im Mai haben wir wieder eine deutschsprachige Online-Sadhana. Und es ist eine wundervolle Art, auch eben so als so mal kennenzulernen. Und Ja, ja. ja. Und ja, es ist eine wundervolle Art, einfach von zu Hause auch zu beginnen, auch wenn man oder wenn du keine Möglichkeit hast, an Live-Retreats teilzunehmen. Das kannst du in deinem eigenen Rhythmus tun. Es ist eine getragene Energie, die dich einlädt, einfach in deinem Rhythmus, in deiner Geschwindigkeit mitzumachen, dich dort einzulassen, eintauchen zu können. Ja, es gibt da so unterschiedliche Gedichte oder auch Anleitungen für die Praxis zu Hause. Es ist sehr fein. Ich finde es immer sehr unterstützend. Ja. Ja. Ja, das war so mein erster Kontakt. Und dann habe ich so eine tiefe Sehnsucht gespürt, einfach live das zu erleben. Es war so die eine Seite in mir, dass ich so eine Sehnsucht spürte, wie ist das dann, wenn man sich live trifft, ja?
Und dann kam Charmelin, das war glaube ich 2016 oder 2015 sogar, nach Deutschland. Es war am Chiemgau und es war ein Live-Retreat zu Radha. Und da hatte ich mich dann angemeldet und da habe ich noch gedacht, ja, wunderbar, freue ich mich. Und je näher es zu dem Termin kam, habe ich gedacht, oh Gott, was hast du getan? Du kennst da niemanden. Du kennst niemanden, fährst da ganz alleine hin. Aber ich kenne also ich kann davon ausgehen, wenn da so eine Intensität einfach ist, dann bin ich da auf der richtigen Spur. Ja. Das kenne ich schon, aber es ist einfach eine Herausforderung, da zu bleiben oder da mit zu sein, ja. Und dann bin ich hingefahren und es war wunderschöner Sommer dort und bin angekommen und da waren so viele Frauen. Ja. Und war ist ein wunderbares Seminarhaus, waren viele Frauen dort. Und dann ging es eben zum ersten Tempel. Das war dann am Abend. Und dann bin ich dort über die Schwelle getreten und wurde eben auch schon begrüßt. Und da weiß ich noch, das kriege ich jetzt auch noch, wenn ich daran denke, einfach berührt mich das sehr, diese Empfangsbereitschaft oder dieses wirkliche Eintreten in etwas, was mir einfach so nah war und so bekannt, was sich so erinnert hat und in jeder meiner Zellen vibriert hat, ja, und mein Verstand das einfach gar nicht fassen konnte. Also das ist unfassbar für meinen Verstand gewesen. Es ist auch heute noch immer wieder. Aber es gibt wirklich Zellerinnerungen. Es ist so im Körper spürbar, dass alles vibriert und Ja sagt. Und der Verstand, ja, das, oh, Moment. Ja. Und bin ich eingetreten, habe die Übungen gemacht und war aber auch einfach sehr vorsichtig, ja, und habe mir angeschaut, wie die Frauen im Team auch im Team und miteinander sind, ja. Es war immer so eine Mischung, wie ich trete ein, mache die Praxis, ja, und dann schaue ich mir aber auch an, wie gehen die Frauen da miteinander um. Und das war auch so vollkommen neu für mich, wie nah die Frauen auch miteinander sind und wie zugewandt und wie wohlwollend. Und das war nicht nur ein Bild, sondern das war einfach fühlbar. Und teilweise war das so, dass das sehr... Also auch das konnte ich fast nicht fassen, ja, dass es das gibt. Ja. So. Teilweise ich bin dann raus, auch ab und zu. Es gab auch Pausen, dann bin ich spazieren gegangen. Ja, aber es waren gleich 5 Tage, glaube ich sogar. Ja, es war gleich länger und das war auch wunderschön. Ja, und so war auch Charmely zu erleben und diese Natürlichkeit, ja, und diese Hingabe zu spüren auch. Ja, es war alles irgendwie neu und doch sehr vertraut. Ja. Ich weiß ja von dir auch, ich kenne dich ja auch schon ganz lang und wir arbeiten viel zusammen und von unserem Vorgespräch, du hast es ein bisschen angedeutet, also dass wir haben Tissues da. Dankeschön. Also wie im Tempel. Ja. Du hast es ein bisschen angedeutet. Ja. Deine Zellen haben und du hast gespürt, da ist etwas oder du auch im Vorfeld. Und dann war aber da dein Verstand und der hat das ja ganz genau geprüft. Ja. Ist das denn wirklich so, wie die da... Und ich weiß, dass du das auch geprüft hast. Ja. Ist das denn wirklich auch gelebt, was die erzählen? Genau. Und und du hast das längere Zeit geprüft. Ja, richtig. Und immer wieder geprüft, ja. Auch ist das auch wahr, was ich wahrnehme. Weißt du?
das kann ja auch manchmal tricky sein. Ich habe das immer wieder geprüft und immer wieder und das war immer so eine, ich spürte so eine, ja, ich lasse mich drauf ein, ja, und ich prüfe trotzdem immer wieder. Also es ist gut, es ist einfach so eine Unterscheidungskraft. Verstand ist ja auch nicht grundlegend schlecht, er ist ja dienlich, ne? Aber er dient einfach mehr dem Herzen, so empfinde ich das. Ja, ist eine andere Gewichtung. Und genau das ist das, was sich ausgedehnt hat in den ganzen Jahren, in denen ich in dem Feld bin. Und es ist aber gut zu wissen, dass der Verstand mitkommt, weißt du. Ja. Und ja, ich habe immer wieder geprüft, ist das denn wirklich gelebt? Und es ist so unfassbar, aber es ist tatsächlich so. Ja, ja. Du bist dann aus dieser ersten Live-Erfahrung nach Hause gegangen und dann wolltest du eine Tempelgruppe, du wolltest einfach diesen Kontakt haben zur Übungspraxis, zu den Schwestern und hast eine Tempelgruppe gesucht. Ja, genau. Und ich lebe in Stuttgart, beziehungsweise ich lebe in Ludwigsburg und habe eben in der Nähe eine Tempelgruppe gesucht, weil ich gerne das vertiefen möchte und mochte und habe gesucht und habe keine aktive Gruppe gefunden. Also es gab Gruppen, aber die waren nicht mehr aktiv, ja. Oder haben sich nur unregelmäßig getroffen oder dann sind sie ausgefallen. Da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich möchte doch so gerne ja, praktizieren. Und dann dachte ich, ja, in Stuttgart gibt es keine Tempelgruppe. Es kann doch irgendwie nicht sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Dann also gründe ich eine, auch um selber die Praxis zu vertiefen. Und war so ein Wunsch in mir, dass da in Stuttgart eben eine Tempelgruppe ist. Und dann habe ich eine Vereinbarung getroffen. Heute würde ich sagen mit der Göttin. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das Tempelgruppentraining, ich erstelle eine Webseite, ich lade Frauen ein, ich miete mir einen Raum an und ich schaue nach einem Jahr, ist es etwas, was sein soll oder nicht? Und wenn das sein soll, dann mache ich weiter. Und das mache ich jetzt seit 2017. Also du hattest dann bei Yashodhara, hattest du das Tempelgruppentraining gemacht und was ich gerade auch gehört habe und was ich sehr, sehr, sehr ehre an dir ist, dass das war schon das zweite Mal, dass du etwas riskiert hast. Ja. Also auch da, wie du dich angemeldet hast, alleine und du hast diesem Sehnen in dir vertraut und obwohl es mit schlotternden Knien Ja, wirklich. Und hast es riskiert. Ja. Ja. Auch beim Tempelgruppentraining, ja. Ich hatte noch in der Form, ich habe kleine Gruppen geleitet in einer früheren Sangha, ja, aber das war eher in der Stille und kurze angeleitete Fragen, Dhyanen, die man macht, aber nicht. Und dann waren da so viele Frauen auch, die so viel Erfahrung schon hatten und ich so, oh Gott. Ja, aber es ist so gut zu wissen, wer die Intention da ist und die Absicht und der Wunsch einfach im Herzen ist, dass sich das dass das seine Bahnen zieht und du geführt bist. Gleichzeitig finde ich gezogen, ja, weil ja, und aber auch geführt. Ja, das ist schön. Und das Tempelgruppentraining, war da etwas, was dich überrascht hat? Was hat es mit dir gemacht? Also die Intensität, ja, die hat mich überrascht. Also auch wie viel an gelebtem Wissen vermittelt wird in so einer kurzen Zeit, ja, dass das ein Fundament
einfach so ein großes Fundament ist und dass diese Übungen ja so geteilt werden. Mhm. Also wie freigelassen, geteilt, trotzdem diese Struktur, was ich liebe, ja, also diese Struktur, die es braucht und diese Klarheit, die darin liegt, ja, und trotzdem die Möglichkeit, diesen Tanz, ich empfinde es so wie ein Tanz zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Es braucht Mhm. beides, ja, Mhm. damit, damit die Energie einfach, ja, tanzen kann, ja, fließen kann, tanzen kann. Das hat mich sehr überrascht und auch wie viel dieser Schatz, den die Frauen schon mitbekommen, also mitgebracht haben, Mhm. ja, und auch das so großzügig, diese Großzügigkeit, ja, mit der geteilt wurde, das hat mich überrascht. Und auch, wenn Frauen in den Kreis eintreten, was da geschieht. Mhm. Ja, ja, Das dürfen ja, wir gerade auch die ja, letzten Tage wieder erleben. ja. Wir haben auch noch darüber gesprochen und eben auch, als wir uns erinnert haben an das allererste Mal von dir oder auch von mir, wie weil viele Frauen auch auf der Tempeltour das allererste Mal zu uns kommen oder die kennen uns eben vielleicht auch so wie Annette von einer Online-Sadhana und das erste Mal mit uns live üben. Und wir, die wir schon so lange in diesem Feld unterwegs sind, natürlich auch diese Intensität kennen oder Ja, gewohnt sind. Natürlich ja. ist es auch noch intensiv, aber wir wissen, was uns erwartet. Und gerade wenn man das allererste Mal kommt und da lernen wir eben auch, wie wir Frauen willkommen heißen können Ja, und das in unserem Gewahrsein tragen, richtig. wie kraftvoll dieser Kreis ist. Mhm. Du hast ja dann das Tempeltraining gemacht, hast ganz mutig deine Webseite und deine Tempelgruppe begonnen. Und wie hast du denn entschieden, das Neun-Monats-Programm zu beginnen? War das ganz klar für dich? Weil das ist auch so ein Schlüssel, finde ich, gerade auch für Tempelhüterinnen, die Tempel anbieten, dass es Räume gibt, wo du selber praktizieren kannst, weil von Das diesem Ort, ist so, ja. so wichtig, ja. Mhm. Also selber immer wieder zu tanken, Mhm. dich selbst zu nähren, als Teilnehmerin zu sein, ja, nicht jemand, der Raum hält oder ähm, einfach selber zu praktizieren, auch um es zu verinnerlichen, zu vertiefen, zu vertiefen, zu Mhm. vertiefen und zu vertiefen, ja. Und es ist so ein Weg für mich gewesen, wo ich immer mehr mit mir selber sanft schmelze, ähm, mich annehmen kann und immer mehr zu mir und meiner Essenz finden kann. Und daher liebe ich diese Arbeit einfach so, ähm, weil die auf eine natürliche Art und Weise einfach dich zu dir selber führt. Mhm. Ja, ja. Du hast denn im Süden Mhm. das Neun-Monats-Programm gemacht Mhm. mit mir und wir Mhm. haben auch Shakti Dharma Mhm. zusammen gemacht und dann ging dein Weg weiter. Und so auch so rückblickend ist so schön mit dir darüber zu sprechen, auch was du gerade gesagt hast, dieses Hineingleiten, dieses Hineinschmelzen. Ähm, weißt du, das ist so, du bist ja immer so in deinem Tempo. ähm, Hast du immer wieder dich ein bisschen mehr und ein bisschen mehr dich Ja, drauf gelassen. eingelassen. Mhm. Das war wirklich es ist ein Schmelzprozess. Es ist wirklich ein, ein, ein in sich selbst hineinschmelzen zu können, weil man gehalten ist, ja, und dem vertrauen kann. Ja, oder lernt auch immer mehr dem zu vertrauen. Ja, was, ähm, was eben auch jeder für sich selbst einfach braucht, seine
eigenen Rhythmus und auch eigene Zeit und dass diese Erlaubnis ist, das auch zu tun. Also dass es nicht gepusht wird, sondern du eine Möglichkeit bekommst, eben selbst ermächtigt zu dir zu finden, ja, und zu dir, auch zu deinen Grenzen zu stehen und das auszuprobieren in einem liebenden, wohlwollenden Feld, das ist, ja, für mich war das immer wieder auch ein Riskieren, ja, immer wieder ein sich einlassen, aber es war auch wie eine offene Hand, die mir gereicht wurde, eine liebende offene Hand, ja. Du musst nicht, aber probier es doch mal aus. Ja, ja. Und so bin ich dann auch eben zu dir in die Assistenz gekommen. Ja. Weiß ich noch, die Einladung, die du aussprachst und mir dann sagtest, ja, dann kannst du doch mal schauen, wie das ist, ja, wenn du in dem Kreis, wie das ist, in diesem Kreis miteinander zu arbeiten und zu wirken, ja. Und da gelebte Schwesternschaft tatsächlich ja, zu erfahren, ja, in einem Kontext von miteinander wirken, miteinander arbeiten. Ja. 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 Annette ist schon ein paar Mal Monatsprogramme sind es mittlerweile, gell? Ja. Dieses gemeinsame Arbeiten, diese weibliche Art zu führen, diese weibliche Art eben die Schwesternschaft zu leben und eben auch zu arbeiten. Wie hast du das erfahren? War das, was du erwartet hattest? Nein. Du kannst dir gar keine Vorstellung davon machen, weil du das auf der Art und Weise einfach, zumindest ich in meinem Arbeitsalltag, noch nie erfahren habe. Es ist einfach was Neues. Ja? Es ist auch wirklich etwas, was hier in der Gesellschaft gar nicht gelebt wird. Das ist so wie Pionierarbeit, so empfinde ich das, ja. Auch selber dich erstmal dort einzufinden. Und für mich war das so, erstmal so, okay, wie läuft das hier? Ja. Und ich weiß noch, damals hatte ich ja, weißt du, auch da sein zu können mit allem, was ist. Mit allem, was ist. Das ist ja auch etwas, was du einfach nur so, das, was du Schritt für Schritt oder von Mal zu Mal einfach aufnehmen darfst, was das wirklich bedeutet. Und auch das hört ja nicht auf. Ja. Ich hatte ja damals so starke Rückenschmerzen, ja. Und ich weiß noch, wie ich da saß. Ich habe das gemacht, was ging, ja. Und für mich war das so heilsam zu sehen, wie viel Präsenz da ist und dass das gewollt ist und unterstützt wird, ja, und dass das ausreicht. Und sonst bin ich immer jemand, der gerne anpackt, ne? Und da konnte ich, es war so heilsam für mich, ja. Das war dann deine Praxis. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten diesen großen Sessel und Annette konnte sich kaum bewegen. Wir hatten diesen großen Sessel und da hast du den Raum gehalten und da warst du die Säule im Tempel und es war so wundervoll auch da hast du es riskiert, hast du da dein Vertrauen, das ich sehr, sehr ehre und auch eben diese weibliche Art zusammenzuarbeiten, auch das ganze Team. Ja. Und wie fließend das ist, ja, und je länger ich dabei sein darf, zu merken, wie einfach das gehen kann, ja, auch wenn es gibt immer Herausforderungen, ja. Es gibt immer irgendwas, was eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und trotzdem diesen Reichtum an Frauen, Wissen und Bereitschaft zu haben, miteinander das zu kreieren, ja, und zu schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten und wenn es da vielleicht schon hat die andere eine Idee, wie man es machen kann oder Fehler zu machen, in Anführungsstrichen, ja,
dem mit Humor zu begegnen oder Dinge anzusprechen, die einfach anzusprechen sind, aber auf so eine klare Weise. Ja. Und ich empfinde es wie so ein Polieren von einem Diamanten. Weißt du, es ist so, in jeder Frau ist so eine Essenz da und die darf immer mehr strahlen. Und das ist in dem Kontext einfach möglich, weil genau das, und darum geht es ja, ja. Und diesen Raum einfach auch zu bekommen, auch das Vertrauen von dir, ja, ähm, dass du den Frauen auch diesen Raum schenkst, sich selbst zu ermächtigen und zu sagen, ja, du bist genauso, wie es jetzt gerade bist, genauso brauchen wir dich jetzt hier, so bist du gewollt. Ja, das ist genau richtig. Das ist unsere Medizin. Ja, uns gegenseitig so zu beschenken. Auch. Ja. Auch was du vorhin gesagt hattest, so du hattest du hattest uns Pionieren gesagt. Ich habe oft dieses Bild, weißt du, wir kreieren uns einfach die Welt. Ja. So wie sie in unseren Herzen lebt. Ja. Und wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Und dann ist es ja ein gemeinsames Erforschen. Wie geht das denn? Und da ist es auch schön, so Weggefährtinnen wie du, weißt du, über so lange Zeit unterwegs zu sein. Und das ist ja auch dieser Tanz die ganze Zeit. Und wo geht es jetzt weiter? Ja. Und es wird immer besser. Ja, es wird wirklich immer besser. Ja, was? Es geht noch besser? Ja. Ja. Ich merke auch gerade so in unserem Gespräch, ich habe so stark ich fühle gerade so, zum einen ist es, du hast so eine tiefe Integrität, weißt du, die Dinge, die du tust oder die Schritte, die du tust, die sind überlegt. Und ich fühle das auch schon in unserer ganzen Zusammenarbeit, dass ich weiß, ich kann mich so, weißt du, ich frage dich und du bewegst das in dir und dann antwortest du mir und ich kann mich so darauf verlassen. Und gleichzeitig ist da etwas in dir, ist auch spannend, zwischen dem, was du fühlst und was dein Verstand dir erzählt und wie sehr du riskierst. Ja. Und wie ich zum allerersten Mal darüber gesprochen habe, über diese Idee hier, dass ich auf Tempeltour gehen möchte. Und da auch, vielleicht magst du auch davon ein bisschen noch erzählen, weil das war auch, du warst einfach da und sagst, ja klar. Ja. Ja, das war, also als du das Angebot gemacht hast, und da war eigentlich schon klar in mir, ja klar mache ich damit. Und keine Ahnung, was das bedeutet. Ja. Also mein Verstand sagt mir, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich spürte einfach diese Energie einfach in mir. Und ich spürte, das ist was Großes. Das ist etwas, wo ich einfach ein großes Ja in mir spüre. Und ich möchte das unterstützen. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Das eben mitzutragen, mit in die Welt zu tragen, zu unterstützen, in welcher Form auch immer, dass sich die Göttin gerade wünscht, ja, dass ich unterstützend da bin. Ich bin da, ja. Und trotz den Herausforderungen, die dann kamen, und obwohl ich nicht wusste, was da genau auf mich zukommt. Das wussten wir alle nicht. Und das ist so schön, einfach das, dem auch zu vertrauen, weißt du, diesem Impulsen, einfach dem zu folgen und dem zu trauen. Ja. Wir haben uns ja dann auch alle 2 Wochen getroffen in unserem Tempelhüterinnenkreis von der Tour und da hatten wir so eine Ahnung davon, so einen Geschmack davon bereits bekommen und jetzt eben auch so eben auf wenn all das, was wir da ins Leben träumen, sich manifestiert vor unseren Augen und auch am Freitagabend, wir haben, glaube ich, über 20 Frauen in deinem Tempelraum empfangen dürfen und mehr als die Hälfte davon waren Frauen, die du nicht kanntest, die uns auf andere Wege oder die jetzt, wo der Tempel so nah ist, dass sie sagen, ach, ich gehe mal dahin und riskiere es auch mal. Und es
es ist so viel Kraft. Wir haben, die sich da gerade bündelt oder die da zusammenkommen, dann auch Tempelhüterinnen, die selber Tempel anbieten und einander besucht und dann kannst du wieder in die anderen Tempel gehen und das Ganze beginnt sich auf eine sehr kraftvolle Art und Weise zu verweben und dieses Netz wird immer stärker und es, es ist noch gar nicht so wirklich, oder ich kann es zumindest noch gar nicht wirklich fassen. Es ist einfach so viel Freude da, das tun zu dürfen und auch bin auch noch überwältigt von den letzten beiden Tagen, von ähm, auch von der ganzen Unterstützung, auch von dir, von so viel Liebe, von so viel Unterstützung und so viel Klarheit und auch von dieser großen Hingabe an diese Arbeit, was uns sehr verbindet und dass wir diese Erfahrung teilen, dass wir dass wir genau diese Lebenszeit jetzt geteilt haben. Ja. Ja. Was ich gerne noch sprechen möchte mit dir ist auch, ich weiß, du bietest Tempel an, eben seit du dich verpflichtet hast von einem Jahr, hast du deine Verpflichtung immer wieder erneuert. Du bietest Tempel an in Stuttgart. Ja. Genau. Und das ist einmal im Monat, jeden dritten Dienstag im Monat. Ja, und das werde ich dann hier auch in der Beschreibung vom Video findet ihr die Webseite von Annette. Und du bietest auch so Wochenend-Workshops an, dann zusammen mit Beate Gauder und das hat so einen wunderschönen Titel, das nennt sich nämlich Gelebte Schwesternschaft. Ja. Und das ist in dem Raum, wo wir praktiziert haben gestern. Genau. Und das ist in Esslingen. Das ist in Esslingen. Ich habe nämlich schon ein bisschen ein Durcheinander mit den vielen Orten, wo ich gerade bin. Magst du noch ein bisschen darüber sprechen? Ja. Was ist denn gelebte Schwesternschaft? Ja, was ist gelebte Schwesternschaft? Es ist genau das, was wir miteinander erforschen wollen in diesen Wochenenden. Und die Erfahrung, die wir jetzt miteinander mit Beate Gauder, bin ich auch schon ganz lange mit im Team und wir haben uns einfach gefunden und möchten die Erfahrung, die wir miteinander machen, auch im Team und auch wir miteinander, Beate und ich, das möchten wir einfach teilen. Ja? Was es bedeutet, sich gegenseitig Raum zu halten, sich zuzuhören, sich unterstützen, zu inspirieren, miteinander zu kochen zum Beispiel, ja. Oder auch einfach gemeinsam Zeit miteinander verbringen und genau in diese Felder, von denen wir jetzt heute gesprochen haben, in diese Energien einzutauchen und zu gucken, was hat unsere eigene, was ist etwas, was ich schenken möchte, wo ich vielleicht Widerstände habe oder Ängste, dass man über all das sprechen kann in diesen Zusammenkünften und damit halt gemeinsam praktizieren kann. Wo können wir uns unterstützen? Wo können wir das noch mehr in die Welt tragen? Ja, das ist unsere Intention. Also ich stelle mir das richtig schön vor, weil ich kenne euch ja beide und sowohl Beate ist Teamleiterin im 9-Monats-Programm und du bist ja auch mit im Team vom 9-Monats-Programm, das dann im September beginnt und habe euch schon oft zusammen erlebt und das sind wunderbare Räume, die ihr da anbietet. So eine Bereicherung. Gibt es noch was von dir, liebste Annette? Ja, was von mir, liebste Simon-Rita. Ich wollte mich so bei dir einfach bedanken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach so deine große Hingabe, deine Bereitschaft, mit allem zu sein und also mich persönlich auch immer wieder einzuladen, noch näher zu kommen und noch mehr zu riskieren und so wie du das auch oft sprichst, in eine noch größere Version einzutreten und dem zu dienen. Du bist mir da einfach ein sehr
großes Vorbild, möchte ich gar nicht sagen, du lebst es, ja. Und es ist einfach so schön, dich zu erleben, auch im Kreis, so nah mit den Frauen, und dass dir das so am Herzen liegt. Und das verbindet uns einfach sehr. Also ich danke dir viele, viele Male, dass du da bist und dich so schenkst. Ja. Mit allem. Danke. Tief, tief empfangen. Ja. Danke, danke, dass du hier warst im Ganesha Mobil. Es hatte, in der Zwischenzeit waren da ein paar Campers hinten durchgefahren. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die vielen, vielen Abenteuer, die wir noch zusammen erfahren werden. Ja. Und schön, dass wir das teilen durften, dass du hier warst und dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit. Es ist auch wieder Pionierarbeit für mich. Es war mein erstes Interview. Vielen Dank. Und dann ganz liebe Grüße an alle Schwestern. Ja. Bis zum nächsten Mal.